Der Mann ist Geburtsjahr 1933, sein Fahrschalter aus dem Baujahr 1906. Zusammen steuern sie seit 1958 die Modellstraßenbahnanlage Spüringen. Im Sommer 1953 begann Alfred Spür mit dem Bau seiner Straßenbahnanlage. Sie sollte im Maßstab 1:90 mit einer Spurweite von 12 mm entstehen. Als Vorbild wählte Spür die Osnabrücker Straßenbahn, die er als Sechsjähriger kennengelernt hatte. Entsprechende Modelle und Gleismaterial gab es 1953 nicht zu kaufen, also musste alles selbst gebaut werden. In diesem Video machen wir mit verschiedenen Straßenbahnfahrzeugen eine Stadtrundfahrt durch Spüringen, wobei wir alle Teile der H0M-Anlage kennenlernen werden. Wir beginnen unsere Rundfahrt im städtischen Straßenbahndepot. Dafür nehmen wir den TW3 der Linie 1, den die Osnabrücker Straßenbahn 1947 von Hildesheim gekauft hat. Beiwagen 82 wurde 1947 bei der Firma Karmann, die später mit dem VW-Sportwagen Karmann GmbH berühmt wurde, aus Triebwagen 5 der Erstausstattung umgebaut. Für seinen TW3 bekam Spür 1997 beim Wettbewerb des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern die Goldmedaille. Als erste Haltestelle erreichen wir Spüringen-Ohlenflucht. Die Gegend hier ist noch landwirtschaftlich geprägt. Wer schnell in die Stadt muss, nimmt die Straßenbahn. Alfred Spür baut seine Straßenbahnmodelle aus Pressspan, einem faserigen Karton, der eigentlich bei der Herstellung von Transformatoren Verwendung findet. Der Bau jedes Fahrzeugs hat im Durchschnitt immer gut ein Jahr gedauert. Als ihm sein Beruf nur wenig Zeit ließ, brauchte er auch einmal 6 Jahre, bis ein Triebwagen fertig war. Aufmerksame Zuschauer haben es sicher sofort bemerkt, die Straßenbahn sieht nun irgendwie anders aus. Richtig, der TW3 streikte plötzlich und wurde kurzerhand durch den TW 25 und den BW 64 ersetzt. Gleich nach der Bedarfshaltestelle am Kino Rosenhof folgt die Haltestelle Frauenpfad. Benannt nach den Frauen, die hier gerne den Trampelpfad zum Bahnhof Spüringen-Oberstadt nutzen. Der befürchtete Decoderschaden beim Triebwagen 3 entpuppte sich später dann als lockere Schraube im Fahrwerk. Ein Problem, das schnell zu beheben war. Hier auf dem Rathausmarkt treffen die 3 Linien der Spüringer Straßenbahn aufeinander. Zwischen den Haltestellen Frauenpfad und Rathaus ist die Strecke eingleisig und signalgesichert. Wegen der beengten Verkehrsverhältnisse in der Spüringer Altstadt liegt die Haltestelle Rathaus etwa 100 Meter vom Rathausgebäude entfernt. Wir passieren das große Kaufhaus von Lengermann und Trieschmann, das es so in dieser Form in Osnabrück früher wirklich gab. Die nächste Haltestelle Stadthagener Allee liegt an der verkehrsreichsten Kreuzung Spüringens. Hier müssen die Straßenbahnfahrer auf die Lichtzeichenregelung achten. Vom Hauptbahnhof kommt uns Triebwagen 34 entgegen. Das Vorbild wurde 1926 in Gotha gebaut und kam 1954 von der Straßenbahn Münster nach Osnabrück. Auch der Beiwagen 70 hat eine Münsteraner Vergangenheit. Er wurde dort auf einem alten Fahrgestell aufgebaut. Spüringens Hauptbahnhof ist an das Vorbild von Oberhausen angelehnt. Hier treffen sich alle Straßenbahnlinien von Alfred Spürs kleinem Verkehrsunternehmen.
Der 1952 bei Hansa Waggon in Bremen gebaute TW 33 sowie zwei ähnliche von Elster gelieferte Triebwagen waren Osnabrücks modernste Fahrzeuge und einzigen Vierachser. Nach Einstellung der Osnabrücker Straßenbahn 1960 ging der TW 33 an die Dürener Eisenbahn. Dort fuhr er unter der Nummer 23. Bis 1932 fuhren alle Osnabrücker Triebwagen mit Teppichklopfer genannten Lyrabügeln. Das starke Funkenreißen der Lyras verursachte Störungen im Rundfunkempfang. Deshalb wurde gegen Scherenstromabnehmer getauscht. Wir haben die Linie 1 verlassen und befinden uns nun auf der Linie 3. Kurz vor der Haltestelle Rathausmarkt treffen wir auf den vom Hauptbahnhof kommenden TW 34. Auch er fuhr vor seiner Osnabrücker Zeit in Münster. Alfred Spür bekam den Fahrschalter, dessen Knacken wir ständig hören, 2 Jahre vor der Einstellung des Betriebs von der Osnabrücker Straßenbahn geschenkt. Für die Steuerung einer Modellstraßenbahn wurde er durch die Lehrlingswerkstatt umgebaut. Später besuchten die Lehrlinge Spür oft, um auf seiner Anlage zu fahren. Einen zweiten alten Fahrschalter bekam er nach der Einstellung der Osnabrücker Straßenbahn. Den hat Spür dann selbst für die Modelltram umgebaut. Heute steht dieser Fahrschalter bei ihm Besuchern zur Verfügung, damit sie nicht nur schauen, sondern auch fahren können. Triebwagen 34 hat nun die Endstelle der Linie 3 erreicht. Hier muss der Beiwagen umgesetzt werden, um danach mit neuen Fahrgästen in Richtung Hauptbahnhof zu fahren. Seit 2011 fährt Spür digital mit Selectrix. Vor der Umstellung konnte er mit geliehener Elektronik ausprobieren, ob sie mit seinem Fahrschalter harmoniert. Die Triebwagen wurden alle mit Decoder von D&H ausgerüstet. Es wird aber nur die Fahrfunktion genutzt. Spürs Triebwagen 34, der gerade Beiwagen 70 zur Haltestelle zurückschiebt, nahm 2001 in Münster an den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens der dortigen Stadtwerke teil. Das H0M-Modell wurde im Stadtmuseum ausgestellt. Beim Bau seiner Gleise begann Alfred Spür 1953 mit Nemec-Material, erst Jahrzehnte später kam ein brauchbares H0M-Gleis von Bemo. Daraus wurden dann einige Streckenabschnitte gebaut. Die Linie 3 entstand aus Gleisbausätzen von KISS. Besonders die heute nicht mehr erhältlichen KISS-Weichen begeisterten Spür. Der Verlauf der Linie 2 ist ab dem Platz vor dem Rathaus bis zum Hauptbahnhof identisch mit dem der Linien 1 und 3. Nur zwischen der Haltestelle am Bahnhof Oberstadt und der Hausdurchfahrt hat sie eine eigene Streckenführung. Zum Abschluss noch eine kleine Fahrzeugparade. Wäre Osnabrücks Straßenbahn nicht 1960 eingestellt worden, hätte sie bestimmt auch Düwag-Triebwagen angeschafft. Der Antrieb des Lima-Modells ging schon nach 4 Wochen kaputt. Ein SB-Antrieb und diverse Veränderungen machten aber aus ihm ein sehr gutes Fahrzeug. Schon 1972 baute sich Spür selbst einen Düwag. Aber erst mit einem später eingebauten SB-Antrieb ist der TW richtig einsetzbar. Auch den ersten Triebwagen, der in Osnabrück fuhr, hat Alfred Spür für seine Modellstraßenbahn nachgebaut. Der Vorbild-TW wurde 1906 von Busch in Bautzen geliefert. Im Jahr 1947 baute die Osnabrücker Firma Karmann ihn zu einem Beiwagen um.
Jetzt sehen wir TW 10 und BW 58 im Endzustand Anfang der 1950er Jahre. Die Seitenfenster des Triebwagens wurden im Krieg geteilt, um wegen Glasmangels die eine Hälfte mit Blech oder Sperrholz zu verschließen. Zwar fahren bei Alfred Spür alle Triebwagen mit einem Faulhaber-Motor, aber bei diesem Modell von 1953 ist das Getriebe noch sehr laut. Die Vorbilder von TW 19 und BW 60 wurden 1925 bei der Wagenbauanstalt Oldenburg gebaut. Schnellläufer wurde TW 16 genannt, der hier mit BW 73 vorbeieilt. Ursprünglich war er ein von Nordwaggon gelieferter Beiwagen. Die Stadtwerke bauten ihn 1938 mit stärkeren Motoren zum Triebwagen um. Alfred Spürs Straßenbahn ist mit 69 Jahren schon wesentlich älter als der Osnabrücker Vorbildbetrieb überhaupt wurde. Wäre beim Original nicht mit 54 Jahren Schluss gewesen, würden heute auch Fahrzeuge wie dieser Duvac-Niederflurwagen eingesetzt. Spür verkürzte das Linie 8 Modell aber auf 3 Teile. Nach der Stadtrundfahrt durch Spüringen noch einige alte Aufnahmen aus der Anfangszeit der Straßenbahnanlage. Die Bilder entstanden in den Jahren 1954 bis 1956. Deutlich ist zu sehen, dass sich das heutige Spüringen aus der Anlage der 1950er Jahre entwickelt hat. Auch wenn viele Gebäude in den fast 70 Jahren Bauzeit der Anlage mal erneuert wurden, sind das Depot und die Haltestelle Uhlenflucht noch wieder zu erkennen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Osnabrücker Straßenbahn wurde 1956 ein Schaufenster mit Spürs ersten Modellen dekoriert.